Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Bosch GRS 18 VLI an. Das ist die Akkusäbelsäge von Bosch, ich glaube die älteste, die man bei Bosch Professional kaufen kann. Und ja, die hat zwei Stufen, einmal 2.4 und einmal 2700 Hübe, obwohl ich glaube, dass es weniger sein, gemessen habe ich es leider nicht. Da habt ihr nochmal den Wert, 28 mm Hub, Vibrationen extrem hoch, ihr seht, wie das Handy sogar wackelt, das Stativ, unglaublich unangenehm. Hat mir wirklich gar keinen Spaß gemacht, mit der zu arbeiten. Deswegen habe ich auch nur die 12x100 getestet, weil die Leistungsfähigkeit und die Vibrationen so hoch sein, dass es einfach nur extrem unangenehm war, mit dem Bosch zu arbeiten. Leider sieht man die Vibrationen nicht, weil ich es sehr gut aufgenommen habe. Leider habe ich die Säbelsäge nicht mehr, deswegen kann ich es auch nicht nachholen. Aber ich habe mir die Werte aufgeschrieben, 25,5 Meter pro Sekunde. Genau da jetzt, wo ich es miss. Es ist einfach extrem hoch. Und was auch extrem hoch ist, hier drauf. Nach den 5, 6 Schnitten, die ich gemacht habe, einfach nur Probleme gehabt, also was heißt Probleme, sondern es war einfach unangenehm, weil es eben so viele Vibrationen sind, das nervt einfach. Und da habe ich beschleunigt, zweimal über 20, fast 20 Sekunden, so groß die schwere Säge in dem Preisbereich, das ging wirklich so schlecht, also ich kann die von, also wirklich gar nicht empfehlen. Die kleine LI, die ist, die kann man empfehlen, und den gar nicht. Und deswegen würde mit kleinen ohne Vibrationen ähnliche Leistung. Und es gibt nur Vorteile. Da schauen wir uns Vibrationen an, wie schon gesagt, höchster Wert wie bei der Hilti, unglaublich unangenehm. Auch die einen sind unangenehm, die stärkeren, aber dafür haben sie eine gute Leistung und die Zeit ist extrem verkürzt beim Schneiden. Ich meine, langsam und hohe Vibrationen ist wirklich die schlimmste Kombination, die man haben kann. Das hat mir wirklich gar keinen Spaß gemacht mit der. Deswegen habe ich nur 12x100 geschnitten, 240x100 wäre Katastrophen gewesen, weil zu viele Vibrationen sein und das wahrscheinlich 2 Minuten dauern wird. Leider. Gewicht ist auch relativ schwer, wie schon gesagt. Ziemlich genau 3 Kilo ist definitiv ziemlich schwer, gehört zu den mittelschweren bis schweren Säbelsägen. Bei der Leistung, bei dem Preis, bei den Vibrationen finde ich das sehr schlecht leider. Schauen wir uns, wie schon gesagt, die Schnittgeschwindigkeit an. Ihr seht, befindet sich über der LI und leider ist es wirklich ja, schwach. 3 Sekunden schneller, der beste Schnitt. Das ist wirklich sehr schwach. Vor allem, wie schon gesagt, für den Preis, für alles, für die Maße. Ihr seht, Makita 189 ist ein bisschen langsamer. Dann kommt schon die Flex RS25, kompakt, extrem starke mit kaum Vibrationen. Flex RS29 hat leider auch relativ lange gebraucht, aber Vibrationen waren viel, viel besser. Deswegen habe ich auch die 240 getestet. Lautstärke ist in Ordnung mit 95 dB, das kann man durchgehen lassen. Jetzt kommen wir zum Fazit und zum Preis. Der kostet eben um die 180 Euro. Und für den Preis kann ich es leider nicht empfehlen, also wirklich gar keine Empfehlung kann ich aussprechen. Zu teuer, zu Vibrationen, zu wenig Leistung, zu groß, zu schwer. Also es gibt wirklich nichts Positives an der Säge. Man kann nichts Positives nennen. Also wer sie gebraucht kaufen will und unbedingt die haben will, kann es natürlich machen. Für den Neupreis sollte man sich die kleine, wenn man im Bosch-System ist oder man investiert ein bisschen mehr, holt sich die 18V28 oder zum Beispiel die 18V32. So, leider ein bisschen enttäuschendes Fazit. Man kann nichts anderes sagen, tut mir wirklich leid. Also, der ist natürlich auch unten verlinkt, wer sie doch kaufen will. Alle Säbelsägen sind unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würde das Kanal unterstützen. Vielen lieben Dank für den, das macht. Vielen Dank für den, das schaut. Kommentar da lässt, Daumen nach oben, Abo. Danke fürs Schauen. Servus und ciao.